Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Ratgeber Panikstörung und Agoraphobie von Nina Heinrichs ist ein umfassendes Werk, das sich an Menschen richtet, die selbst von Panikattacken oder Agoraphobie betroffen sind, sowie an deren Angehörige. Panikstörungen und Agoraphobie gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und können das alltägliche Leben erheblich beeinträchtigen. Oft treten sie plötzlich auf und bleiben für die Betroffenen und die Menschen in ihrem Umfeld ein Rätsel. In diesem praxisnahen Buch verbindet die Autorin fundiertes psychologisches Wissen mit alltagstauglichen Hilfestellungen, um Ängste zu verstehen und schrittweise zu überwinden. Das Buch basiert auf der aktuellen Forschung und den neuesten psychotherapeutischen Erkenntnissen. Es erklärt ausführlich die Ursachen, Symptome und Verläufe dieser Störungen und bietet zahlreiche Übungen, Fallbeispiele und Tipps für den Umgang im Alltag. Dadurch erhalten Leserinnen und Leser nicht nur Verständnis für die Problematik, sondern auch konkrete Werkzeuge an die Hand, um aktiv gegen ihre Ängste vorzugehen oder einem geliebten Menschen zu helfen. Dieses Buch aus der renommierten Ratgeberreihe Fortschritte der Psychotherapie ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die sich mit Panik- und Angstzuständen auseinandersetzen müssen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Grundlagen von Panikstörung und Agoraphobie. Zu Beginn des Buches erläutert Nina Heinrichs die psychologischen und biologischen Grundlagen von Panikstörungen und Agoraphobie. Für viele Leser ist es besonders hilfreich, die Mechanismen hinter Angstattacken zu verstehen. Heinrichs beschreibt verständlich, wie das Zusammenspiel von genetischen Faktoren, Stress, Lernerfahrungen und der Lebensumwelt zu einer Störung im Angstsystem führt. Sie erklärt, woran Sie Panikstörungen erkennen, wie sie sich von normalen Ängsten unterscheiden und warum Agoraphobie häufig gemeinsam mit Panikattacken auftritt. Neben den Symptomen wie plötzlichen Herzrasen, Schwindel oder Todesangst beleuchtet sie, wie Betroffene ihren Lebensradius als Folge der Angst immer weiter einschränken. So schafft sie die Voraussetzung für ein tieferes Verständnis und die Akzeptanz der eigenen Situation, was ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Besserung ist. Zweitens: Diagnose und Selbstbeobachtung. Ein zentrales Thema ist die Diagnosefindung und die Bedeutung der Selbstbeobachtung. Viele Betroffene sind sich unsicher, ob ihre Beschwerden wirklich eine Erkrankung darstellen und wie sie diese von anderen körperlichen oder psychischen Problemen abgrenzen können. Das Buch gibt klare Hinweise und strukturierte Checklisten, um Symptome einzuordnen und Panikstörungen bzw. Agoraphobie von anderen Erkrankungen zu differenzieren. Heinrichs macht deutlich, wie wichtig es ist, systematisch Angstsituationen zu dokumentieren. Die systematische Selbstbeobachtung hilft dabei, Auslöser, Häufigkeit und Intensität der Attacken sichtbar zu machen. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für eine gezielte Therapieplanung und Selbsteinschätzung. Der Autorin gelingt es, Ängste vor einer Diagnosestellung abzubauen und so den Weg zu einer passenden Behandlung zu öffnen. Drittens: Therapiemöglichkeiten. Von Medikamenten bis zur kognitiven Verhaltenstherapie. Ein weiteres zentrales Buchkapitel nimmt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten in den Blick. Nina Heinrichs stellt einerseits die Rolle von Medikamenten dar und erläutert ihre Vor- und Nachteile. Besonders ausführlich widmet sie sich aber der kognitiven Verhaltenstherapie, KVT, die wissenschaftlich als die effektivste Behandlungsmethode bei Angststörungen gilt. Das Buch erklärt Schritt für Schritt, wie KVT funktioniert, warum Konfrontationsübungen so wichtig sind und wie sich Gedanken und Verhaltensweisen systematisch verändern lassen. Zudem bietet die Autorin praktische Übungen und Strategien, die direkt im Alltag umgesetzt werden können. Neben der KVT werden auch weitere Therapieansätze wie Entspannungsverfahren, Achtsamkeitstechniken und die Einbindung von Angehörigen vorgestellt. Die Vielfalt an Methoden zeigt, dass es für jeden Betroffenen einen individuellen Weg geben kann, Angst und Vermeidung zu überwinden. Viertens: Selbsthilfestrategien für den Alltag. Das Buch legt großen Wert auf die Förderung der Selbstwirksamkeit.
Leserinnen und Leser erhalten zahlreiche Anregungen, wie sie sich selbst im Alltag helfen können. Von Notfalltechniken während akuter Panikattacken über langfristige Strategien der Exposition bis hin zum Aufbau eines unterstützenden Umfelds beschreibt Heinrichs anschaulich, wie man wieder Vertrauen in den eigenen Körper und in sich selbst gewinnen kann. Die praxisorientierten Übungen wie das Führen eines Angstdagbogens, Atem- und Entspannungstechniken oder die Planung schrittweiser Konfrontation werden begleitet von konkreten Fallbeispielen und Tipps. So entsteht ein Werkzeugkasten, aus dem sich Betroffene je nach aktueller Lebenssituation bedienen können. Der wertschätzende und motivierende Ton der Autorin ermutigt dazu, Rückschläge auszuhalten und nicht aufzugeben. Schließlich Rolle der Angehörigen und soziales Umfeld. Ein oft unterschätztes Thema, dem Heinrichs besondere Aufmerksamkeit widmet, ist die Rolle der Angehörigen. Angststörungen belasten nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren Familie, Partner und Freunde. Das Buch zeigt auf, wie wichtig Verständnis, Geduld und Unterstützung aus dem sozialen Umfeld sind. Für Angehörige gibt es spezifische Ratschläge. Wie kann ich helfen, ohne zu bevormunden? Wie gehe ich mit meiner eigenen Hilflosigkeit um? Was tun, wenn sich der Rückzug meines Partners auf unsere Beziehung auswirkt? Heinrichs plädiert für eine offenere Kommunikation und erläutert, wie gemeinsame kleine Fortschritte aufgebaut und gefeiert werden können. So trägt das Buch dazu bei, das Miteinander in schwierigen Lebensphasen zu stärken und Isolation zu vermeiden. Zusammenfassend: Panikstörung und Agoraphobie sind Herausforderungen, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Lebensqualität haben, sowohl für Betroffene als auch für ihr soziales Umfeld. Der Ratgeber von Nina Heinrichs bietet einen einzigartigen, praxisnahen und wissenschaftlich fundierten Zugang zu diesem schwierigen Thema. Das Buch richtet sich an Menschen, die aktiv ihre Ängste überwinden möchten, sowie an Angehörige, die besser verstehen und unterstützen wollen. Es ist besonders empfehlenswert für alle, die sich nicht nur allgemein informieren, sondern konkrete Handlungsanleitungen und alltagstaugliche Tipps suchen. Durch die Kombination aus Wissen, Empathie und Motivation hebt sich dieses Werk von rein theoretischen Abhandlungen ab. Es liefert Betroffenen Hilfestellung zur Selbsthilfe und vermittelt Angehörigen konkrete Wege, ihr Verhalten unterstützend und förderlich zu gestalten. Die zahlreichen Beispiele und Übungen ermöglichen es, eigene Fortschritte sichtbar zu machen und Rückschläge besser zu verarbeiten. Wer dieses Buch liest, erhält nicht nur einen umfassenden Überblick über Panikstörungen und Agoraphobie, sondern auch die Werkzeuge zur aktiven Bewältigung. Im Vergleich zu anderen Büchern überzeugt der Ratgeber von Nina Heinrichs durch seine anwendungsorientierte Prägnanz in Verbindung mit Fachkompetenz. Deshalb ist gerade dieses Buch eine lohnende Investition und ein wertvoller Begleiter auf dem Weg zum angstfreieren Leben. Wenn Sie unterstützen möchten, Nina Heinrichs, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.